Wer A sagt, muss auch F sagen. Diese Kratzer sind ziemlich nervig, aber irgendwie kommen sie immer an Stellen, wo es irgendwie passt. Und ist eh scheißegal. Okay, jetzt geht es um The History of Satan Worship at the Grammys. Man darf gespannt sein, was da jetzt bei rauskommt. Ist das immer noch schnell? Ah, so. Tabloids, political talking heads, and just about everyone is talking about the shocking performance by Sam Smith and his hellkeeper, Kim Petras, at this year's Grammy Awards show. The performance has been called a satanic display by many who watched. And in a now deleted reply on Twitter to Sam Smith's pictures previewing the performance, the official CBS Twitter page said, "We are ready to worship." So just what were they worshiping? Well, the seductive display of half-naked individuals. Hä? naked worshippers bowed down to Smith while he displayed himself in a top hat with devil horns. Okay. Grundsätzlich kann man das ja gar nicht ernst nehmen. Aber ich verstehe natürlich, wenn man sich darüber aufregt, weil das die Kinder sehen, quasi. Oder junge Verstande. Junge Gehirne sehen das und finden, aber ich weiß nicht, es ist so over the top, ich kann es nicht ernst nehmen. As flames marked much of the performance, as his co-star was kept in a cage as his hellkeeper. The host of the Grammys, comedian Trevor Noah, joked about the performance as he imitated a phone call with his mom, calling him and reminding him that she warned him of the dangers of Hollywood. Yeah, you did warn me about Hollywood. Yes, you did, Mom. Yeah, you did. Yeah, I will. Ist es J-Lo? Also grundsätzlich als Show, ich meine, man könnte ja sagen, eine Show von einem, ich versuche halt irgendwie das Gute daran zu sehen. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich als Teufel zu verkleiden, auf die Bühne zu gehen. Aber wenn man jetzt sagt, er hat das gemacht, warum hat er das gemacht? Ist es sogar ein Deutscher? Man könnte ja sagen, es ist Show und er bietet quasi eine schauspielerische Leistung auf der Bühne, um mit einem hohen Impact auf sich aufmerksam zu machen. Das könnte grundsätzlich der Gedanke sein. Dann finde ich es nicht gut und nicht dope und tight, sondern wack, aber warum nicht? Ne? Also naja, es ist scheiße. Ich finde es scheiße, aber es ist jetzt ich finde es kein Verbrechen und man muss den jetzt nicht dafür steinigen. Wo halt wie immer bei dieser Sache der Knackpunkt ist, wenn er damit auf etwas aufmerksam machen wollte, was da in Wirklichkeit abgeht. Oder wenn er quasi, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht so eine Scheiße machst oder sowas. Was mich auch nicht wirklich stört, ich finde immer nur die Konsequenz aufs echte Leben interessant, weil solange es nur Entertainment ist, da gibt es hierzulande auch die krassesten Sachen, wo du dir denkst, warum ist sowas gestattet? Ne?
Hier mimen auch Leute den Teufel und verdienen damit Millionen. Da sagt keiner was. Und letztendlich in seinen Lyrik, ich weiß nicht, was er in seinen Lyrik singt, er hat sich halt verkleidet. Wie an Fasching. Es gibt Texte hier in Deutschland, die sind schlimmer als das, was er gemacht hat. Es ist halt eher visuell. Und es fällt halt mehr auf. Na, guck mal weiter. Thank you, thank you. She said she'll be praying for all of us. Thank you. All right. The performance was then followed up by an advertisement by none other than Pfizer, who has also drawn the ire of millions of Americans who believe that this isn't the first time they have helped to thrust something upon the public without any discretion. In an interview, Petrus was asked what exactly inspired the Hellbent performance. Well, I think a lot of people honestly have kind of labeled what I stand for and what Sam stands for as religiously not cool. And I personally grew up wondering about religion and wanting to be a part of it, but then slowly realizing it doesn't want me to be a part of it. And so, yeah, it's a take on not being able to choose religion and not being able to, live the way that people might want you to live. Because, as a trans person, I'm kind of already not want it in religion. So we're doing a take on that, and it was kind of Hellkeeper Kim. Petrus was Okay. subject to mass media coverage in Germany from a young age as he underwent gender transition surgery so early in his life that he was declared the youngest transgender person in the world. When Petrus was just 13 years old, he appeared on a German news show where he spoke of his medical gender transformation. His goal was to receive sex reassignment surgery at age 16 before the current legal requirement of 18 years of age in Germany. He is now making headlines again for being the first transgender artist to win a Grammy for the Best Pop Duo Group Performance. And while pushing transgenderism and homosexuality in the mainstream is a clear objective in these demonic demonstrations, another goal that many of the artists, songwriters, and performers have continued to push forth is the normalization of God-hating in the form of modern-day Satanism. Ja, Modern Day Satanism. Ich finde, also, wie gesagt, wenn dadurch nicht Leute gegen ihren Willen zu Schaden kommen, finde ich, ist es wie die Piratenflagge. Piraten haben Leuten geschadet. Aber man kann, ich meine, Totenköpfe sind überall auf T-Shirts und so. Und wenn jetzt, so, wenn wir das nehmen, was hier gesagt wurde, wenn jetzt die Trans-Leute für sich disclaimen, warum nicht? Ich bin nicht trans. So, weißt du, ich meine. Vielleicht finden Trans-Leute das alle irgendwie so, ohne sich abgesprochen zu haben, interessant. Weil sie vielleicht auch, es gibt bestimmt viele Trans-Leute, die es bereut haben. Vielleicht als Warnung oder so, ich weiß es nicht. Also mein Fall ist es nicht, aber jetzt, was da irgendwelche Konzerne machen, weiß ich auch nicht. Aber solange es nur Entertainment ist, ist es ja eine Kunstfigur. Und da kann man ja machen, was man will. A recent study in the UK showed that Satanism is the new trendy religion, that many of the young people are turning away from what they believe is old, rigid religion into a new wave of do what thou wilt. Das ist aber die Schuld von den Leuten, die Religion nicht so rüberbringen, wie sie ist. Und dann ist automatisch, dass sich jüngere Generationen was Neues suchen. Wenn das Alte so scheiße rübergebracht wird, dass man da keinen Bock drauf hat. Und das hatte ich auch. Ich bin dadurch kein Satanist geworden, aber ich fand es in der Kirche immer langweilig. Und wenn ich mit Leuten, die es interessiert, die da mitreden wollen, über Religion rede, dann ist es ein
ein leidenschaftlicher Austausch, der absolut inspirierend ist, ohne dass da irgendjemand zu was gezwungen wird. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es das Gegenteil ist, wenn du in die Kirche sollst. Und es liegt nicht daran, dass die Religion scheiße ist, sondern die Leute, die sie rüberbringen. In theory and practice. Over in the United States, it isn't looking any better. In speaking of a Salon article praising Satanism, one writer attempted to show how Satanism is indeed everywhere in our culture and how we got to a place where worshiping Satan is now normative in the US. Quote, but how did we get to a point where an online magazine with 10 million monthly readers is hailing Satanists as last-ditch heroes? The truth is that our modern sympathy for the devil has deep roots, and Americans, in particular, are highly susceptible. In the article, it documents how fictional books, such as Milton's Paradise Lost, fomented some of the hearts of the antinomian dissenters who pushed against religiosity and pendulum swung from Catholic dogma into the waiting arms of lawlessness. Das ist einfach, weil der Grund, warum Leute Horrorfilme gucken. Warum Leute brutale Spiele spielen. Was machen denn Satanisten? Das weiß ich nicht. Sind jetzt diese alleged Leute, sind es Satanisten? Und sind die so, weil sie Satanisten sind, oder sind die so, weil sie Freaks sind? Ich bin kein Satanist, ich glaube an das Gute, nicht an das Böse. Glauben Satanisten an das Böse? Ich habe schon Leute getroffen, die Death Metal hören. Und manche von denen waren die nettesten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Und andere waren, was man sagen würde, Satanisten. Aber das waren keine Satanisten. Die haben halt einfach, die waren schlecht drauf. Die haben alle, die anders waren, abgelehnt und waren nicht nett. So. Das gibt es im Hip-Hop aber ganz genauso. So dieser pure Hip-Hop-Head ist das letzte Arschloch. Aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass Satanisten, dass Arschlöcher sich eher zum Satanismus hingezogen fühlen. Aber nicht unbedingt. Weil man hört ja über das Christentum auch nicht viel bessere Sachen. Das Problem sind die Arschlöcher, glaube ich. Und der Teufel im Menschen. Und ja gut, ne, den sollte man natürlich nicht glorifizieren. Also ich bin natürlich dagegen, aber für mich ist das wie, wenn man immer das Illuminati ist das Böse so. Das finde ich nicht gut. Diese Verallgemeinerung in allem. Islam ist Terror, Juden sind Zionisten, Deutsche sind Nazis, Satanisten sind böse, Amerika ist dies, in Südamerika ballern alle rum, was weiß ich, lauter solche Sachen, das finde ich Bullshit. Und wenn die nur sich verkleiden und Party machen und alle trans und was weiß ich sind, okay. And even pushed against the law of Christ as a Weil viele sagen auch zum Beispiel, wenn ich denen sage, ich bin Christ, so du betest ein Mordinstrument an. Und letztendlich ist es auch grenzwertig. ethic for Du trinkst das Blut Jesu. governing the true body of Christ. Lawrence Clarkson, an antinomian contemporary of Milton, even wrote in one 1640 pamphlet that sin is fake news. Quote, sin hath its conception only in the imagination. Therefore, so long as the act was in God, or nakedly produced by God, it was as holy as God. As they say today, believe in yourself and you can do anything. A century after Milton, the antinomian celebration of self-expression accelerated in the Romantic era. The engraver and poet William Blake declared in his 1790 The Marriage of Heaven and Hell that, quote, no virtue can exist without breaking these 10 commandments. Jesus was all virtue and acted from impulse, not from rules. Bullshit. While the article attempts to show a connection between the Revolutionary War
and the rebellion of Satan. That is a bit too far-reaching to be accurate. It does give a good understanding of some of the acceptance of rebellion in the culture from the likes of Crowley, Nietzsche, and the Church of Satan founder, Anton Zander. Guck ihn dir an, der ist so As it nicht is stated in cool. the article, quote, and tracing the history of that rebellion brings us today to the startling conclusion that post-Christian America is an increasingly Satanist regime. But is this rebellion simply a heart for lawlessness? Or those who are captivated by the idea of living without the limitations of a moral law, simply worshiping self? Man wird nie Leute davon abhalten können, krasse Dummheiten zu machen. Und dann sollen sie dahin. Wenn das ist, was da passiert, sollen die dahin. Dann sind sie leichter zu There's something erkennen. more sinister going on. Weil tatsächlich finde ich es schlimmer, wie es im Nazi-Regime war, wo du das Gefühl hast, die waren alle gleich. Und du erkennst gar nicht, welcher ein Idiot ist. That they are not even privy to. While many think that following Satanism is actually this very form of rebellion and not the literal demonic worship that it is, many do not realize that the very founders of the religion, both Aleister Crowley and Anton Zander LaVey, believed in a literal Satan. Crowley, explaining in his autobiography, The Confessions of Aleister Crowley, quote, I simply went over to Satan's side, and to this hour, I cannot tell why. And also wrote that he, quote, was not content to just believe in Satan. I wanted to be his chief of staff. Anton LaVey, being more diplomatic and sneaky with his betrayal, was exposed for the deistic Satan worshiper that he truly was. We detailed this account in our video, True Hollywood Hauntings. LaVey convinced many that joining the Church of Satan was merely a symbol of Hier sieht er jetzt normal aus. Aber vielleicht hören wir ja mal ihn sprechen. rebellion and not an actual religion that believed in a literal Satan. The only problem with that is that they've been lied to. What they simply see as rebellion or the advancement of their will and the acceptance of self was really a delusion painted by not only Satan, but even LaVey himself. In an article by Joe Schimmel titled The Truth About Satanic Cults, he details his experience with one of the Manson murderers, Susan Atkins, and her knowledge of what Anton truly believed. One of the delusions that we will clear up at the outset of this article is the lie that leading satanic cults do not believe in or truly worship the devil. First of all, it should be understood that Anton LaVey, the founder of the Church of Satan, viewed Satan as a true entity that he actually worshipped before his death. Anton LaVey deceived a lot of people who joined the Church of Satan by claiming that Satan only represented the repressed forces of nature, but was not a real entity. In my interviews with former Charles Manson family member Susan Atkins, who was still in prison at the time after being convicted of 8 murders, she blew the lid off of Anton's lie. As a former associate of Anton LaVey's, who danced for him and spent personal time with him before joining the Manson family, Atkins was privy to conversations with LaVey before he became popular. Atkins told me repeatedly that while LaVey promotes a watered-down, palatable form of Satanism to the ignorant masses, which he is deceiving, he acknowledged the exact opposite to her and to his inner core of Satanists in the Church of Satan. Susan Atkins shared with me that LaVey had told her emphatically while she was in his home that they truly worship Satan as a real entity and as the one who began the initial rebellion against God. Atkins also stated, quote, Anton told me that as a Satanist, he does believe in the God of the Bible, but he refused to worship him and made a conscious decision to worship Satan instead. And Anton himself let his hair down regarding his true beliefs as well. LaVey let his guard down when responding to other Satanists that considered him not extreme enough. LaVey, while in a defensive mode, admitted that the image that he presented publicly was deceptive, declaring, quote, if they're at all intelligent of true Satanists, they'll realize that there's only so much I can say publicly. I will not advance things in print which make my position untenable. How long would the Church of Satan have lasted if I hadn't appeased an outrage in just the right combination? It required a certain amount of discretion and diplomacy to balance the outrage. While the downplay. Das ist Bullshit. Weil Manson Family, das sind doch gescheiterte Existenzen, die jetzt im Knast hocken, weil sie Leute gekillt haben.
Ja. Und wenn es so ist, dann, wenn das, was der Typ auf der Bühne gemacht hat, damit zu tun hat, soll er sich schämen. Und wahrscheinlich ist es so. Ja, gut. Aber dann wundert man ja sich nicht mehr, in welchem Zustand Of die Welt Satan ist. continues in our modern culture. Das The ist ein truth Bullshit, remains Mann. that he is a murderer from the beginning, and he is the father of lies. Das ist das Ende der Welt. Who is following you, in jest or not, given over to his power, knowingly or not. While many people were aghast at the satanic ritual performance at the Grammys, the truth is that these satanic performances have permeated the Grammys for many years. At the 2012 Grammys, Nicki Minaj had a mock exorcism performed on her and later claimed that she did it to prove that the demon that possesses her, which she claims is sexually perverted and calls Roman, is too powerful to be cast out. At the 2014 Grammys, Katy Perry performed Dark Horse with a performance of what appeared to be a witch's Sabbath, with Satan and demons glorifying her. At the 2015 Grammys, the music industry went beyond the 666 stage set, Katy Perry's Witch's Sabbath, and showing Satan's power through impotent exorcisms, to even more straight-up, in-your-face devil worship. Incredibly, Madonna came out with all kinds of devil-horned demons appearing to worship her as she sang her song Living. Ja, an sich, ich habe früher auch bei Magic Schwarz gespielt. Demonic Hordes fand ich geil. Aber das sind einfach Idioten, weil die ja dadurch, wenn du das unironisch machst, wo führt das hin? Das führt doch zu nichts Gutem. Das sagt ja schon. Satan ist ja nicht das Gute. Und dann soll man sie machen lassen, außer sie bringen Leute um. Oder essen sie auf oder sowas. Aber das kann man gar nicht glauben, was man hier sagen muss. Jetzt, ich glaube nicht, dass die da alle böse sind, oder? Das ist doch wahrscheinlich nur die sich zum Affen macht. Dark, and then like Satan himself about falling from heaven as she's Oder ihr depicted as falling Produzent. from heaven on the Grammy stage. She, or the demon channeling her, now appears to be living for the love it can get from its worshipful fans. Not to be outdone. Weil es gibt ja auch das Halloween- oder Faschingsprinzip, dass du das quasi machst, um es auszutreiben. Quasi gute Leute, gute Menschen verkleiden sich als etwas Böses, um dem Bösen zu zeigen, wir können das auch. Aber wenn die wirklich dann, jetzt kommt ein geiler Soundbite. Ich glaube an das Böse, ich glaube an Satan, ich möchte sein Schüler sein, ich will so sein wie er. Ich tu nur böse Sachen. Alter, was muss man da? Das muss da schiefgelaufen Devil sein. worship, AC/DC sang their ode to Satan, Highway to Hell, before millions of people in what is Der erste Sänger ist an seiner Kotze erstickt. supposed to be family entertainment. They sang, I'm on a highway to hell, and Rest in about peace. selling their souls to Satan for fame and success when they sang, hey, Satan paid my dues, playing in a rocking band. Of course, the song goes on to state, I'm going down, all the way down, I'm on a highway to hell. Katie, who dressed in Ich auch. Aufgrund dieses Reaction-Videos. white when she sang by Die fand ich ultra attraktiv. Aber die ist, glaube ich, auch komplett the durchgegangen. grace of God, caused a bit of cognitive dissonance when she showed her true colors and Weil die das, glaube ich, ist so wie im letzten Video, die geraten da rein, die finden das cool und dann finden sie es etwas zu cool und dann sind sie assimiliert und dann checken sie es nicht mehr. joined in the devil Das sieht geil aus, muss man halt einfach sagen. Aber was die dann halt daraus macht, ist eine andere Sache. worship. Perry, along with many others, sported her glow-in-the-dark devil horns and even made the devil horn symbol with both of her hands as she sang along with AC/DC about how she too is Kann natürlich sein, dass die dann so denken, boah, wenn ich rausgehe, beiße ich 10 Katzen den Kopf ab oder so und vergrab sie bei Vollmond. Das ist dann natürlich sauwack. on a highway to hell. Katy Perry even Aber muss ja nicht sein. went so far as to falsely claim that God spoke to her before the Super Bowl and that he supposedly said to her, you got this, Sie ist halt sehr schön. and I got you. I was praying and I got a word from God and he says, you got this and I got you. But God would not contradict himself and encouraged Katy Perry to sing about kissing a girl and lesbian experimentation, behavior that she gave mass promotion to at the Super Bowl. Oh my Behavior God. that God lovingly warns against in the biblical book of Romans chapter 1.
Katy Perry has already admitted that she's not following the biblical God of creation, and many of her songs and performances obviously glorify the God of this world, Satan. Madonna, who had already played her role of satanic worship puppet at the Grammys, actually led the introduction ceremony for this year's satanic display, as she encouraged Ich will kein Auge machen, aber more and more people to continue in rebellion. I'm here to give thanks to all the rebels out there to Satan. Danke, Satan. forging a new Und da denkt sie wahrscheinlich an Jim Carrey. path and taking the heat for all of it. You guys need to know, all you troublemakers out there, you need to know that your fearlessness does not go unnoticed. You are seen, you are heard, and most of all, you are appreciated. The aging pop star Wow. had recently done a photo shoot Cool in which she message. portrayed herself as Jesus in a display that mocked Jesus' Last Supper, where he instituted the communion service that Aber da kann ich sagen, aus relativ starker Überzeugung, das ist Jesus scheißegal. Der denkt halt nur, du arme Irre. millions upon millions of Christians have done for Oder over vielleicht ist er auch flabbergasted. 2,000 years to commemorate the death that he died to pay for the world's sins. But this is not remotely close to her first time mocking Jesus and using the outrage to further her career. And she even used such displays to normalize the very performances that have become commonplace at the Grammys. She also prophetically spoke of how she would use her homoerotic videos to normalize homosexual behavior to Middle America, where it was not yet accepted. In an interview with the magazine The Advocate, she was asked about her large contingency of homosexual admirers and how she uses her reach for the aforementioned normalization. She was asked, quote, "You have a huge gay following, as I'm sure you know. What do you think you say to gay people? What message do they get?" Das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie, als hätte der Verfasser ein Problem damit. Aber ist es dir lieber, wenn man es nicht an die Öffentlichkeit bringt und die Leute so in the closet Predators werden, dadurch, dass sie es verstecken und faken müssen? Da ist doch das dann doch I'm besser. a high visibility person, and I know that they know I'm completely compassionate about their choice in life, their lifestyle, and I support it. To have a person like me saying that is helpful to them. They appreciate that. But maybe there are other things. You say tribal. Maybe I want to say primal. I don't really know. A lot of the issues I deal with are sexual, and I'm constantly trying to challenge the accepted ways of behaving sexually. Nein, das finde ich behindert, Mann. Maybe they appreciate that. Nicht behindert, sondern verwerflich. Warum muss es denn immer, und das ist mein Hauptproblem an dem Ganzen, warum muss es denn immer sexualisiert sein? Im Mittelalter, wenn du singende Frauen siehst, die haben schöne Kleider an, das habe ich schon mal irgendwo erzählt. Die müssen immer aussehen wie bereit zum Akt. When asked, what do teenage kids from Middle America think when they see men dancing together or wearing Als Frau muss man nicht aussehen wie bereit zum Akt, dass ein Mann dich schön findet. bullet bras? Are they digesting these sophisticated images? She replied, Das finde ich von allem das Schlimmste. Weil das ist das, was am meisten übergesprungen ist, dieser Funke. Dass Frauen immer denken, was heißt immer, dass viele, glaube ich, denken, ich muss mich selbst exposen als bereit zum Akt. Sonst findet mich keiner they attraktiv. digest it on a lot of different levels. Das hasse Some ich, people schwöre. see it didn't Dragging him for it, which, as you know, as Sam said, yeah. as boastful, arrogant, revilers, disobedient. If you come to Jesus, his yoke is easy, his burden is light. Ja, also es macht null Spaß, darauf zu reagieren. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, ihr braucht Jesus, aber der seid ihr ja schon, deswegen ihr braucht eine gute Erkenntnis. Die Erkenntnis des Guten.